Wir sind mal wieder zurück und schauen uns an, was es für neue Features in Cities Skylines 2 geben wird, wenn es dann in 1-2 Monaten ungefähr rauskommt, und werden natürlich auch darauf achten, ob es neue Möglichkeiten gibt, unsere Bewohner absolut hops zu nehmen. Rein da! Das ist Folge 5, City Services, was auch immer damit gemeint ist. Building and Cities Skylines 2 is all about people. Anticipating their needs and desires, ensuring they feel safe and actually keeping them safe. Understanding what annoys and delights them, and doing what it takes to give them healthy, happy lives. Machen wir natürlich. Healthy, happy lives. Meinen Leuten ging es nie besser. From beginning to end. How? City Services. You'll build. Bin ich gespannt, ob es halt neue gibt. Wir können ja schon ein bisschen drunter gucken. Es gab halt bis jetzt immer die gleichen, und ich sag mal, die hast du auch relativ ähnlich gebaut. Du hast halt jeder Stadt so eine Feuerwehr gegeben, hast den Krankenhaus gegeben, pipapo. Also wir sehen hier unten schon mal Hospital, beziehungsweise alles Mögliche dafür, wenn Leute sterben. Das hier ist Recycling. Vielleicht gibt es dann da mehr, dass nicht einfach der Müll weggefahren wird. Feuerwehr, Polizei. Es sieht jetzt erstmal nicht danach aus, als gäbe es komplett neue Oberkategorien, aber vielleicht machen die ja die es schon gibt, dann deutlich besser. Clinics and hospitals to deliver healthcare, plus the ambulance service people need in life or death situations. Oh, yeah, sometimes it will be a death situation. Das ist schlecht. Bis jetzt war es halt so, die Leute wurden dann krank und haben noch ewig lang rumgedümpelt, und es hatte nicht so wirklich viele Konsequenzen, außer dass sie maximal pisst waren auf uns. Es ist natürlich jetzt schon ein Problem, wenn die Leute dann alle sofort verrecken. Schwierig. So you'll add death care services that transport people to the city's crematoriums and cemeteries. You'll set up schools for kids of all ages, plus colleges and universities. After all, alles Sachen, die es schon gibt bis jetzt. Life still might take a turn for the worse for some people. When it does, you'll want the safety net of a welfare office. One thing that improves everyone's Welfare Office. Vielleicht gibt es dann auch jetzt so Versicherungen oder Leute, die dann, weiß ich nicht, einen Verkehrsunfall hatten und dann nicht mehr arbeiten können. Keine Ahnung. Wäre wild. Würde auch deutlich mehr Realismus reinbringen und mehr so, ich sag mal, dass die einzelnen Personen mehr Persönlichkeit haben. Well-being, no matter what's going on in life, is time outdoors. You'll create parks, plazas, attractions, kennen wir and alles. landmarks that make people living nearby happier and healthier. As in real life, safety first is a good mantra in City Skylines too. So you'll want various fire and rescue services. Just adding a firehouse reduces the likelihood of a blaze. Aber Fire and Rescue Services, also vielleicht gibt es jetzt auch mehrere. Wir sehen hier schon 4 verschiedene Arten von Feuerwehr. Vorher gab es 2. Das hier könnte aber auch irgendwas anderes sein. So ein Sicherheitstower. Und es gibt hier eine ganz neue Oberkategorie. Was auch immer die bedeutet. Oder kann man vielleicht seine Häuser upgraden. Wäre cool. Was steht denn hier oben alles? Fire and Rescue Buildings. Firewatch Towers ist das. Firewatch Towers. Also wirklich, damit die dann überhaupt losfahren oder schneller losfahren. Bringt auf jeden Fall mehr Tiefe, weil Feuerwehr ist wirklich was, das hast du irgendwo hingestellt und es kam fast nie ein Feuer und das hat eigentlich niemanden gejuckt. Wäre cool, wenn die da ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Same with police stations. Build them and send patrols out onto the streets to cut crime. Was stand hier bei Polizei alles dabei? Moment. Ja, Jail Availability, das hatten wir vorher schon. Crime Probability. Prison Vans sind neu, aber an sich nicht viel Neues. Ach, das könnt ihr gar nicht sehen. Warte. Hier, jetzt seht ihr alles. Them and send patrols out onto the streets to cut crime. Communications is a new city service in City Skylines. Communication. Telekom. Oh nee. Muss ich jetzt in City Skylines wieder bei der Telekom anrufen, weil wieder ein Jahr lang mein Vertrag nicht vernünftig funktioniert? Wirklich, ich hasse die Telekom so unnormal. Die haben so viel Scheiße gebaut bei mir. Network Quality, Telekom Coverage. Lines too. Oh nee. Essential needs. That includes the internet. Naturally, the easier it is to connect to the web, the happier everyone will feel and the more profitable the city's businesses will be. Of course, everyone relies on electricity. Das heißt, wir können es schaffen, dass unsere Städte, die nur so stinken vor lauter Gülle, immer noch besseres Internetnetzwerk haben, als das, was die Telekom hier bei uns bietet. Wird wild. So you want to avoid long outages. They aren't just aggravating. Blackouts will prompt people to move out and force businesses to pause production, putting profits at risk.
keep electricity lines humming with sustainable energy sources like wind, solar. Mir fällt jetzt erst auf, gibt es ja eigentlich keine deutschen Untertitel. Ich habe die extra an, damit ihr die gucken könnt, falls die jemand braucht. Und die laufen ja die ganze Zeit auf Englisch. Ja, gut, dass mir das nicht aufgefallen ist. Tut mir leid. Ja, ich werde für die nächsten Videos darauf achten. Geothermal and hydropower. Go old school with fossil fuels like coal and gas. There's always the nuclear option too. Jawohl, Atomkraftwerke, This is the most die brauchen wir. realistic city builder ever. So you'll need to deal with a lot of We need to deal with a lot of Ja, ich habe nichts anderes vor. Man sieht hier auch schon, das Wasser ist wieder ein bisschen braun, ne? Sieht wie zu Hause aus. stuff. We're talking sewage. Gross? Yes. Oh, bitte gibt's neue Kacke-Automaten. Das wäre cool, wenn es nicht nur hier den normalen Wurstapparat gibt, sondern einfach neue, so richtig fette. Necessary? Also yes. With a wastewater Okay, was haben wir hier? Wir haben hier ganz viel Wasser. Die Wassertower, die kennen wir schon. Was ist das hier? Da bin ich mir nicht sicher. Was haben wir hier? Freshwater, Sewage. Ich gehe wieder kurz zur Seite. Sieht jetzt erstmal nach den gleichen Sachen aus wie in Cities Skylines 1. Naja. treatment plant. You can purify sewage and circulate water into your city's freshwater network. Or you can pump sewage into open waters and out of the network. Und das genau ist die Art, wie wir es machen. Ab ins Wasser damit. Don't forget to stay on top of garbage. Garbage processing centers, landfills, and an incineration plant will stop it piling up. But don't take shortcuts. Air and water pollution can sink land values, harm the health of residents, and tarnish the city's appeal to tourists. Ready to introduce a city service? Previously, you only had to construct a city service building. Bisher mussten sie dafür bloß ein Stadtdienstleistungsgebäude bauen. Mussten wir das? Hä? Was soll das sein? Habe ich das nie gebaut? Also das hier sind halt Schulen, die der baut. When that service needed to cover a larger area or support more people, Okay, die meinen auch you Schulen. simply constructed the same building again. Not anymore. Almost all city services can now be upgraded to scale operations and expand. Wichtig. Grundschulen waren so ein Witz im ersten Teil. Da konnten 3 Leute rein. So als ob jede Stadt 10 Grundschulen hat. So wie stellt ihr euch das vor? Ich habe 10.000 Einwohner und 20 Grundschulen. So funktioniert die Welt nicht. And functionality. While city services make your city livable, they come at a cost. Balancing these costs and the very real needs. Aber das hier sieht auch aus, wie immer. Oh, Moment. Landscaping ist hier beim Budget. Landscaping hatte immer das Problem, das war scheiße teuer, aber du hast es halt nur einmalig gezahlt und dann war wieder gut. Wieso haben die hier für Landscaping wöchentliche Kosten? Für was muss man denn durchgehend zahlen bei Landscaping? Für Tunnel? Instandhaltung von Tunnels? Da habe ich Angst. Ich brauche meinen Geldbeutel noch. Of everyone in your city is the name of the game. Subscribe to the Cities Skylines 2. Nee, hier nicht nur nach Abos betteln, das darf nur ich. Wir gucken in die nächste Folge noch rein. Wir schauen uns immer 2 an. Das waren jetzt City Services. Nicht so viel Neues, wie ich mir erhofft hätte. Aber mal gucken, was jetzt bei Electricity and Water wird. Interessant, dass die da eine eigene Folge drüber machen, weil in der allerersten Folge haben die gesagt, man muss quasi die Waterlines und Electricity Lines nicht mehr selber setzen, sondern, jetzt passen die Untertitel, das wird jetzt für einen gemacht, dass die einfach mit der Straße verlaufen. Das heißt, wenn du deine Straße ausbaust, baust du auch deine Wasser- und Stromversorgung aus. Und ich sag mal, ohne Straßen geht ja gar nichts. Also bin ich jetzt mal gespannt, was die jetzt hier noch groß an Features erklären wollen, weil das sind jetzt 2 Sachen, die im ersten Teil halt da waren, aber jetzt würde ich mal sagen, kein Gameplay geliefert haben und es auch nicht wirklich Features waren. To understand the basic needs of your citizens, you need only look in the mirror. Like you and me, there are a few important things they need to live healthy, happy lives. That includes electricity, water, and sanitation. With these systems in place, everyone in your city has a shot at living their best life. Let's take a look Und das wollen wir natürlich absolut verhindern. at electricity. When laying roads, you also install low-voltage underground cables that supply Low Voltage. Also die haben dann wenig Leistung. Also vielleicht müssen wir die dann trotzdem noch normal verbinden. electricity to homes, offices, and shops. These cables plug into transformer stations.
Transformer stations are also connected to the high-voltage power lines. Ach du Kacke. Also wir müssen dann die Straßen hier trotzdem noch verbinden mit so Umspannwerken. Und dann brauchen wir trotzdem noch zwischen den Städten wahrscheinlich diese großen Strommasten. Ach du Kacke. Okay, das Ganze wird komplizierter. Ich dachte, das mit dem Strom wird leichter. Nein, es wird komplizierter. Wunderbar. Streaming from your city's power plants. They act as a junction where low-voltage cables and high-voltage lines link up. Together, they form the grid that pumps electricity right across your city. There's one drawback. Power lines and electric cables can only carry so much electricity. When demand increases, they can max out, creating a bottleneck. Keep the grid humming by evenly spreading electricity connections around your city. Das ist auch interesting. Bis jetzt war das ja ein Batzen Strom, den du einfach überall automatisch verteilt hast. Jetzt muss man quasi auch dann die Orte, wo der Strom generiert wird, auf die Stadt verteilen, damit überall gleichmäßig Strom ankommt. Bis jetzt hatte ich halt immer so einen Batzen von Windkraftanlagen im Wasser stehen, irgendwo ganz im Eck vom Spielfeld, wo es niemanden gejuckt hat. Das geht dann jetzt scheinbar nicht mehr. Gut, müssen wir mit klarkommen. You can also build power lines to import electricity from neighboring cities. Aha, kannst Strom einkaufen. Das ist ganz neu. Finde ich cool. Die hatten ja auch schon in der letzten Folge gesagt, so du kannst, nicht in der letzten, das war letztes YouTube-Video, dass man mehr mit anderen Städten traden kann und dachte ich mir schon so, aber das konnte man schon immer, dass man einfach die Ware ein- und ausliefert, so damit machst du ja Geld. Aber wenn du jetzt auch so Sachen wie Strom einkaufen kannst, dann kann man bestimmt noch viel mehr kaufen. Vielleicht können die vor im Ausland in die Schule gehen. Schicken wir die alle weg. Imported energy will save your bacon if local power plants fail to produce enough electricity when demand increases. It will, too. Expect spikes when the thermostat drops and everyone dials up their heaters. Hot weather will cause... Es gibt verschiedenes Climate. Das ist auch neu. Junge, wenn es dann Winter wird und auf einmal haben die nichts mehr zum Heizen. Ach du Scheiße, ich muss hier ein richtiger Wirtschaftsminister werden, um damit klarzukommen. Junge. Das Spiel war bis jetzt so basic. Oh Gott, wie schwierig wird das? Cause spikes too, as people flick on air conditioners, fans, and ice machines at the same time. Your power plants might produce more electricity than your city needs. When that happens, you can export it to your neighbors. While this can offset production costs, think it through. By storing excess electricity in emergency battery stations, you have nothing to worry about when demand rises. Ach du Kacke, Notstromaggregate. Bäh. Junge, so viel habe ich in Physik nicht aufgepasst. Ich habe im Physik-Abi meine ganzen Tests leer abgegeben, weil ich das auf keinen Fall einbringen wollte. Das war mir schon von Anfang an klar. Ich habe überhaupt nichts verstanden in dem Fach. Junge, was für Notstrom- und Umspannwerke. Help! Muss ich erstmal Physik-Leistungskurs noch belegen. Emergency battery stations help your city get the most out of solar power plants. Battery stations power the city at night when the plant isn't producing electricity and recharge when they operate during the day. Of course, solar is just one renewable energy source. You can build wind, water, and geothermal power plants too. Die gab es halt bis jetzt auch schon alle. Mal gucken, ob die dann anders funktionieren, ob wir damit auch missbauen können. Vor allem mit Wasserkraft. Habe ich ja schon ein bisschen rumprobiert, dass man so immer wieder die Scheiße einfach in die Wasserkraftanlage reinscheißt und dann kommt das hinten wieder raus in die nächste Wasserkraftanlage. Das hat alles noch nicht so ganz funktioniert. Da könnten wir nochmal versuchen, ob wir das jetzt vielleicht besser hinbekommen. Fossil fuels are another way to power your city. Or you can go nuclear. Let's talk water and sanitation. Surface water sources are the same as in city skylines. Expect flowing rivers, glittering lakes, and vast, swirling oceans. Oh, was ist das denn für eine Welt? Guck mal hier, wie willst du denn da eine Stadt bauen? Da kriegt ja jeder Bürgermeister einen Anfall. Groundwater is different. Groundwater? Aha. Also man kann jetzt Sachen aus dem Grundwasser ziehen. These underground reservoirs replenish over time, so they can run dry if they're drained at a faster rate than they're refilled. They're also susceptible to ground pollution. Das sind halt lauter coole Sachen, aber so viel, worauf man gleichzeitig achten muss. So, ja, wie viel Strom habe ich, wie viel ist noch gespeichert, welche Jahreszeit kommt jetzt dann, haben wir dann genug, kann ich noch was exportieren und mein Wasser ist leer. Ach du Kacke, das wird halt wirklich stressig. When they're contaminated, dirty water is pumped into your city's freshwater system. That's bad on every level. Yes, let's go, Abwasser Mainly because trinken. decontamination takes a long time.
Build a groundwater pumping station to tap this resource and a water pumping station to bring surface water into your city's water system. You can also add water to the system with wastewater treatment plants. These plants can process sewage to produce clean water for homes and businesses. There's another way to manage sewage: sewage outlets. They release waste into open water, which can help prevent sewage from backing up. And that's a must when it comes to public health. Bungling waste management can make people seriously ill. That's why you want to keep sewage outlets well away from pumping stations. How can you balance the very human needs of Wer würde denn ins Grundwasser scheißen? Also, wir doch nicht. Citizens with your ambition as a city builder? It's simple. Imagine living your life down there, day in and day out. Die zweite Folge hat jetzt deutlich mehr über soziale Einrichtungen und Facilities gebracht als die erste. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das ist krass. Das sind viele Sachen, die du auf dem Schirm haben musst, die echt kompliziert werden können. Aber auch viele Sachen, mit denen man vielleicht was Lustiges anstellen kann. Dann bin ich mal gespannt, was man da alles so machen kann. Und ob wir das Abwasser ins Grundwasser reinbekommen. Das wird unser Ziel. Es hat mich gefreut, dass ihr da wart und das mit mir angeschaut habt. Es gibt noch weitere Folgen. Wir werden uns noch mehr Features geben. Ich würde mich über ein Abo freuen, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid. Ich habe auch einen Hauptkanal, da baue ich dann diese coolen Städte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.